Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Mission 1, der Atlantikwall, auf dem Schwierigkeitsgrad authentisch möglichst einfach und schnell die Mission abschließen könnt. Bevor wir jetzt aber in den Gameplay-Teil einsteigen, zeige ich euch noch zuallererst, welche Waffen, Gadgets etc. ich hierfür ausgerüstet habe. Gewehrtechnisch würde ich euch die K98K empfehlen. Das liegt unter anderem daran, dass ihr mit ihr wirklich einen sehr hohen Schaden erzielen könnt. Bei den Visieren würde ich euch empfehlen, dass ihr das ZF39 nutzt. Da habt ihr dann wirklich einen guten Zoom. Ran- und Rauszoom ist leider im Authentisch-Modus nicht möglich, weder mit der Sniper noch mit anderen Waffen oder dem Fernglas. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, dass ihr darauf achtet, dass eure Sniper möglichst leise ist. Also die Hörreichweite sollte möglichst gering sein. Die ist jetzt hier in dem Fall schon relativ gering. Die würde noch minimal, könnte man die verbessern, aber so ist es in Ordnung. Und zu guter Letzt, nutzt unbedingt die Unterschallmunition, unter anderem für Stealth Kills, da ihr mit diesen Kugeln wirklich sehr leise Abschüsse hinbekommen könnt. Bei den Sekundärwaffen habe ich mich für die MP44 entschieden. Das liegt unter anderem daran, dass die ebenfalls wirklich sehr leise ist. Es gibt zwar die Stan, die noch ein bisschen leiser zu bekommen ist, aber so insgesamt vom Handling etc. finde ich einfach die MP44 eine Bombenwaffe und dementsprechend habe ich mich natürlich wieder für diese entschieden und wichtig wie immer Unterschallmunition mitgenommen. Pistolentechnisch habe ich mich dann für die Velrod entschieden. Das liegt natürlich daran, dass das die leiseste Waffe im Spiel ist. Das Visier ist leider nicht so schön, also da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber die Lautstärke ist einfach unschlagbar. Bei den Gegenständen habe ich mich für folgende 6 Gegenstände entschieden. Vor allem Erste-Hilfe-Gegenstände, wie jetzt zum Beispiel den Verband oder den Erste-Hilfe-Kasten, finde ich persönlich sehr wichtig, falls man mal entdeckt werden sollte. Da hat man dann sicherheitshalber einfach ein bisschen was, um sich dann wieder zu heilen. Des Weiteren habe ich mich dann noch für eine Granate und eine Tellermine entschieden, da man auf diese Weise dann noch ein bisschen flexibler bei dem einen oder anderen Kill dann ist. Nachdem wir jetzt mit unseren Waffen und Gadgets fertig sind, müssen wir nur noch 2 Sachen einstellen. Zum einen natürlich den Schwierigkeitsgrad auf authentisch und, ganz wichtig, der Startort. Hier solltet ihr am besten das französische Land auswählen, da wir auf diese Weise enorm viel Zeit einsparen können. Und schon kann der Spaß losgehen. Wir sind jetzt direkt im französischen Land, also dem Startort, wo ich euch empfohlen habe, gespawnt. Und Fun Fact, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Ich habe, um ehrlich zu sein, nur zweimal die Schusswaffen benutzt und selbst da hätte ich es eigentlich sogar im Nahkampf lösen können. Also die Schusswaffen sind jetzt hier gar nicht so wichtig. Verbände etc. habe ich jetzt eigentlich auch, habe ich gar nicht genutzt. Und den ersten Kill, wo ich jetzt mit der Schusswaffe mache, ist direkt hier. Das hätte ich auch eigentlich im Nahkampf lösen können. Und ihr werdet es jetzt sehen, ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, wirklich sehr lautlos zu sein. Und das ist einfach der Nahkampf. Das ist natürlich die leiseste Ausschaltung. Und genau. Hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr hier hochgeht, dass ihr erstmal den Bolzenschneider mit einsammelt. Dann geht ihr hier hoch und, was ganz interessant zu wissen ist, ihr könnt ja immer Speicherpunkte setzen. Im damaligen Sniper Elite gab es ja noch eine zusätzliche Trophäe, wo ihr auch authentisch spielen musstet und nicht speichern durftet. Hier gibt es aber nicht. Deswegen könnt ihr immer wieder Speicherpunkte setzen, wie jetzt beispielsweise hier. Sobald wir dann hier angekommen sind, würde ich euch empfehlen, dass ihr erstmal den Kollegen hier drüben zu euch herpfeift und dann ausschaltet. Wichtig ist es nur, dass ihr, wenn ihr hier vorschaut, dass ihr darauf achtet, dass da nicht der Scharfschütze in unsere Richtung schaut, weil das wird er natürlich sehen und dann geht der Alarm direkt los. Also darauf achten, dann könnt ihr den zu euch herpfeifen, stecht ihn ab, alles ist gut. Hier könntet ihr jetzt theoretisch dann nochmal einen Speicherpunkt setzen, wenn ihr wollt. Und hier die oben, die können das nicht wirklich sehen, also der mit dem Scheinwerfer, der schaut sowieso woanders hin, da ist alles gut. Und jetzt da vorne kommt ja gleich ein Soldat raus und oben der Scharfschütze noch oben drüber. Und wenn die jetzt gleich beide weglaufen, dann werden wir da reingehen. Hier nochmal der kurze Überblick, wo wir uns überhaupt befinden. Von da oben links aus gesehen, von da kamen wir ja gerade von der Karte und jetzt geht es direkt weiter. Wir schauen einfach mal nach links, ob da jetzt zusätzlich noch Gegner sind, die uns sehen können. In dem Fall sind da keine, deswegen können wir rein. Da drüben ist auch nichts und der über uns läuft jetzt erst wieder hier in diese Richtung und kann uns daher nicht sehen.
Jetzt gleich wird es ein bisschen spannender. Hier müssen wir aufpassen und hier habe ich auch nur Nahkämpfe genutzt, was zusätzlich sehr effektiv ist, wenn ihr den Schulterwechsel nutzt. Also immer anvisieren und dann Dreieck drücken. Dadurch wechselt ihr immer die Perspektive und ich finde persönlich, dadurch kann man sehr gut um Ecken und Wänden herumschauen. Also jetzt hier wieder der Wechsel, wir können hier hinschauen, alles gut. Nochmal der Wechsel, wir schauen jetzt hier hin. Ah, okay, da ist ein Gegner drin. Dann warten wir jetzt erstmal an der Wand, lassen den zu uns kommen und dann tun wir den schön in Stealth-Manier erstmal ausschalten. Kleine Info noch dazu, bei solchen Soldaten ist es überhaupt kein Problem, den kann man frontal ausschalten, alles gut. Aber in späteren authentischen Missionen ist es so, dass diese, ja, einfach die Angriffe frontal abwehren. Deswegen, wir müssen dann die immer von hinten ausschalten, aber hier ist alles gut und da können wir auch von frontal, von vorne diese ausschalten. Dann schalten wir noch den hier aus. Wir hätten jetzt hier auch theoretisch, ja, in dem Raum beispielsweise sind ja Kisten drin, also da vorne, aber benötigen wir überhaupt nicht. Wir können die auch hier erstmal liegen lassen. Und, jetzt habt ihr es gerade gesehen, das Brecheisen habe ich mitgenommen. Das ist wirklich wichtig, dass ihr das mitnehmt. Und sobald wir dann hier wieder angekommen sind, nutzen wir das Brecheisen, wo wir ja gerade eingesammelt haben. Dadurch haben wir jetzt schon mal den ersten Teil absolviert. Wir müssen jetzt noch den Unterbrecher gleich ziehen und dann können wir uns auch schon aus dem Staub von diesem Gebiet machen. Theoretisch hättet ihr auch hochgehen können, also direkt über uns, kann man ja mit 2 Sprengladungen ebenfalls diesen Teil der Mission absolvieren, aber das ist einfach viel schwieriger in meinen Augen, das seid ihr viel angreifbarer und alles. Und was natürlich passieren kann ist, wenn ihr dann mit der Brechstange das, sage ich mal, aufbrecht, dass das teilweise gehört wird. Und dann kann es natürlich passieren, dass jetzt wie gerade ein Gegner kommt und dann mal nachsehen will, aber hier einfach dann den abstechen und alles ist gut. Und jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Also wir schauen, ob draußen alles safe ist. Ihr könntet auch theoretisch, bevor ihr das jetzt macht, einen Speicherpunkt setzen und dann erst rausgehen. Dann, ja, hättet ihr es auch dann nicht mehr so weit, falls etwas passieren sollte. Jetzt sind wir auch fast wieder an dem Ort, wo wir ja vorhin gestartet sind, als wir hier reingegangen sind. Also wieder diese Wiese. Da vor uns liegt ja auch noch der Kollege, den wir ja vorhin dann hergepfiffen haben und dann ausgeschaltet haben. Der hier vor uns, wo wir jetzt gerade anvisiert haben, den werden wir als nächstes ausschalten, da er sich direkt vor dem Unterbrecher befindet. Also den pfeifen wir jetzt mal kurz zu uns her und machen dasselbe wie mit dem anderen. Auch hier ist es wieder wichtig, wenn ihr den ausschaltet, dass auf der gegenüberliegenden Seite, dass der Scharfschütze in dem Moment nicht zu uns herschaut. Also in dem Moment, jetzt läuft er ja gerade weg, der Scharfschütze, also alles gut. Dann können wir den auch, ja, in aller Ruhe herpfeifen und ihn dann dementsprechend ausschalten. Hier nochmal ganz kurz zur Übersicht, dass wir uns ja wieder an derselben Stelle befinden und ihr habt es gerade gesehen, diesen Kreis. Das ist unser Hauptziel, in diesem Bereich befindet sich der Unterbrecher. Wir laufen jetzt direkt dorthin. Achtet einfach darauf, dass der Scharfschütze in dem Moment, wo ihr rüberlauft, dass er dann in die andere Richtung schaut, beziehungsweise schon gelaufen ist. Also da, ihr habt es gerade gesehen, der läuft in die andere Richtung gerade. Dementsprechend haben wir jetzt kurz Zeit, um hier vorzulaufen. Und da oben ist ja das gelbe Kabel. Da direkt, wo das endet, jetzt hier links, ist der Unterbrecher. Den müssen wir jetzt ziehen und dann haben wir schon diesen Teil der Mission, sage ich mal, absolviert. Also hier einfach ganz normal erstmal Dreieck, das Teil ausknipsen. Jetzt habt ihr kurz diese kleine Cutscene und schon haben wir dieses Ziel abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch abhauen, also schnell weg hier, weil früher oder später werden die das auch natürlich checken und realisieren. Aber ihr seht's, kein Alarm, alles ist gut, keiner checkt's in dem Moment. Selbst wenn es jemand hätte checken sollen, sag ich mal, dann, ja, wärt ihr einfach hier trotzdem lang gegangen und hier, ich sag mal, vielleicht sogar dann gerannt. Aber in dem nächsten Bereich, der ist dann so weit weg von hier, da habt ihr dann erstmal eure Ruhe. Und genau, ihr hättet auch theoretisch davor wieder mal einen Speicherpunkt setzen können oder zwischenzeitlich. Da könnt ihr auf jeden Fall mitarbeiten. Dadurch habt ihr es auf jeden Fall sehr viel einfacher. Und jetzt sind wir hier angekommen und jetzt müssen wir noch zu dem einen Haus, wo wir ja den Kollegen einsammeln müssen, beziehungsweise den Schlüssel suchen müssen. Und da zeige ich euch jetzt auch einen Weg, den ich persönlich sehr gut finde, um dort möglichst einfach und schnell hinzukommen.
Hier nochmal kurz zur Info, wo wir uns überhaupt befinden. Also fast genau an dem Ort, wo wir ja ursprünglich gespawnt sind. Dann schauen wir einfach mal, ob sich hier noch was befindet. Und danach gehen wir dann direkt erstmal an die Wand hier. Da einfach wieder mal einen Schulterwechsel nutzen. Habt ihr einfach eine bessere Übersicht in meinen Augen. Und hier, ja, lasse ich das jetzt mal ganz kurz kommentarlos ablaufen. Ihr seht ja, ich schaue einfach, ob da Gegner sind. Sollten da Gegner sein, hätte man jetzt eine Flasche werfen können, um die einfach woanders hinlotsen zu können. Aber jetzt laufen wir erstmal ein bisschen. Sobald wir dann an dieser Stelle hier angekommen sind, bei dem Truck, da sind jetzt gleich 3 Gegner, auf die wir achten müssen. 2 von den 3 werden wir ausschalten, unter anderem den hier vor uns. Aber auf der anderen Seite ist auch noch einer und den, wo wir gerade anvisiert hatten, der unterhält sich auch gerade mit jemandem. Und sobald der mit seiner Unterhaltung weg ist, läuft der andere Gegner weg. Und das ist genau der Zeitpunkt, in dem wir den einen dann jetzt gleich ausschalten werden. Das hört sich zwar jetzt etwas kompliziert an, aber ist es nicht. Ihr werdet gleich sehen, wie einfach das funktioniert. Also, der muss erstmal mit seiner Unterhaltung fertig sein und dann läuft ja der eine hier weg. In dem Moment können wir jetzt den hier abstechen. Dann der andere kann den auch gar nicht sehen, weil die Kisten ja hier noch fast als Deckung ja fungieren. Wenn der dann darüber schaut, ist alles gut. Wir können hier weitermachen. Und jetzt, ihr habt es gerade schon gesehen, den einen, der ja mit dem geredet hatte, der läuft hier vor und der ist unser nächstes Ziel. Den stechen wir jetzt noch ab. Und danach, also machen wir erstmal hier fertig. Und jetzt schauen wir hier hoch, klettern auch mal nach oben, schauen aber, was der eine Gegner da hinten macht. Generell, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde, das Visier von den Waffen finde ich tausendmal besser als das Fernglas. Ist in meinen Augen besser zu handeln. Und genau, also jetzt läuft der Gegner weg und in dem Fall könnt ihr einfach weglaufen. Ihr hättet jetzt auch schleichen können, aber ja, das bekommt keiner mit. Und genau, jetzt lauft ihr hier lang und dann ist eigentlich schon das Schlimmste an dieser Passage vorbei. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, kommen manchmal ein paar Fahrzeuge, da geht ihr dann einfach in Deckung. Hier könnt ihr jetzt beispielsweise auch nochmal einen Speicherpunkt setzen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja, da lauft ihr jetzt einfach ein bisschen weiter, nutzt nebenbei die Mauern und Deckungen. Auf der rechten Seite, ihr habt es gerade gesehen, sind noch ein paar Gegner, also nicht einfach durchrushen und durchrennen. Wenn ihr generell auf Straßen geht, immer einmal nach links und rechts schauen, um einfach mal zu sehen, ob da jetzt Gegner kommen. Natürlich hört ihr auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel vor allem mit einem Headset spielt, das sehr früh, ob da jetzt Gegner kommen. Sollten dann Gegner kommen, würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach über die Mauer springt. Jetzt in dem Fall nicht nach rechts, weil da ja die anderen Gegner sind, aber jetzt hier auf der anderen Seite, jetzt links, kann man zum Beispiel über die Mauer springen und sich dort erstmal in Deckung begeben. Und jetzt laufen wir erstmal in die Stadt und auch hier werde ich es nochmal ganz kurz kommentarlos so weiterlaufen lassen. Auch hier nochmal ganz kurz zur Übersicht, dass ihr auch seht, wo wir uns überhaupt befinden. Wenn wir jetzt hier runtergehen und dann nach links, da ist unser zweites Hauptziel. Und wenn wir das dann jetzt gleich abgeschlossen haben, können wir auch direkt die Mission verlassen. Auch hier lasse ich es jetzt nochmal ganz kurz kommentarlos so weiterlaufen. Hier einfach schauen und hören, ob Fahrzeuge kommen und dann gegebenenfalls in Deckung gehen.
An dieser Stelle wird es jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen spannender. Also hier klettert ihr einfach über die Mauer und dann über die Garage geht ihr am besten dann direkt ins Haus rein. Also hier rein und jetzt gleich rechts abbiegen. Die beiden, wo sich da gerade unterhalten, sind dann jetzt auch gleich mit der Unterhaltung fertig und dann werden die sich auch aufteilen. Der eine wird dann in die Garage gehen und der andere wird hier reingehen. Da müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz abwarten und schalten dann dementsprechend einen nach dem anderen aus. Resistance documents have got to be in here. Charlie said the safe is under the floorboards. Hier am besten, wenn ihr oben angekommen seid, tut ihr euch am besten nochmal vergewissern, dass auch keine Gegner mehr da sind, auch wenn ihr rausschaut, nochmal schauen, weil wenn ihr jetzt hier hochklettert, wollt ihr einfach nicht abgeknallt werden. Dementsprechend einfach nochmal schauen, sicherheitshalber, und danach klettert ihr hier hoch und ja, das war's jetzt schon fast. Wir müssen jetzt nur noch den Schlüssel einsammeln, das Päckchen holen und das war's dann schon mit diesem Missionsziel hier. Hope you still got the key and I can find the safe. Sobald ihr dann das Hauptziel hier eingesammelt habt, können wir auch direkt die Mission verlassen. Es ist nicht wichtig, dass ihr die optionalen Ziele abschließt und ihr müsst auch nicht das Todesziel ausschalten. Das ist wirklich irrelevant, also diesen Steffen Beckendorf, den könnt ihr einfach hier rumfahren lassen. Wenn ihr wollen würdet, könntet ihr theoretisch die Tellermine einfach auf den Boden hier auf die Straße legen, dann würde der hier mit der Zeit automatisch reinfahren. In dem Fall würdet ihr dann auch zusätzlich noch diese Missionswaffe freischalten, da ihr ja das Hauptziel mit einer Explosion töten müsst. Aber ich denke mal, dass ihr diese Waffe bereits habt und dementsprechend nutzen wir jetzt 1:1 denselben Weg, von dem wir gekommen sind, um die Mission abzuschließen. Auch hier nochmal ganz kurz zur Übersicht, wo wir uns überhaupt befinden. Den Rest des Videos lasse ich dann jetzt komplett kommentarlos so weiterlaufen. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, ob euch das Video weiterhelfen konnte. In dem Fall würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen und gebt mir auch einfach mal gern Bescheid, wie ihr das angeht. Ob ihr mit anderen Waffen spielt, ob ihr mehr Schusswaffen nutzt oder ob ihr vielleicht sogar gar keine Schusswaffen nutzt. Wäre ja in meinem Beispiel auch möglich gewesen. Die anderen 2 Kills, wo ich ja mit Schusswaffen gemacht habe, hätte ich ja auch im Nahkampf lösen können. Aber gebt mir einfach mal Bescheid, welche Herangehensweise ihr für diese Mission am besten findet. Vielleicht findet ihr auch einen anderen Startpunkt ja besser. Schreibt es einfach gerne mal auch mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hausdurchsuchungen nach Partisanen der Resistance durch. Zivilisten, die seine Ermittlungen behindern, werden erschossen. Moment mal. That must be the gun that took out the submarine. That thing can land shells in Dover.
got to destroy. This must be the farmhouse Charlie told me about. Hope she got here okay. Lâche ton arme!